Herzlich willkommen zurück auf dem YouTube-Kanal von Pull Up in Dip. Mein Name ist Felix und heute sprechen wir über die Punkte, die du auf jeden Fall wissen bzw. auch beachten solltest, wenn du mit Calisthenics anfangen möchtest. Ja? Da haben wir 5 primäre Punkte, auf die wir jetzt eingehen wollen. Fangen wir an. Ganz wichtig, höchste Regel im Endeffekt, Calisthenics kann jeder machen. Ja? Calisthenics kann jede Person machen, egal wie alt man ist, egal männlich oder weiblich, egal ob stark, schwach, ganz egal. Ja? Weil es ein Kraftsport mit dem eigenen Körpergewicht ist, der progressiv ansteigt. Das heißt, jeder kann mit seinem eigenen Level einsteigen in diesen Sport, muss dann nur die richtigen Pläne bzw. die richtigen Übungen für sich haben, die einen dann wirklich besser machen. Das ist mal Punkt 1. Also jeder kann mit Calisthenics anfangen, außer natürlich, wenn du verletzt bist, aber das nehmen wir jetzt hier mal raus. Jeder, der normal trainieren könnte und keine Einschränkungen hat, kann mit Calisthenics starten. Ja? Punkt 2, du hast keine Einstiegshürde. Das heißt, jeder kann mit Calisthenics starten und du kannst es jetzt sofort machen, weil du brauchst so gut wie kein Equipment dafür. Ja? Du brauchst im Endeffekt gar nichts. Du könntest theoretisch jetzt anfangen, Liegestütze zu machen, einen Handstand zu machen oder eben andere Elemente, wo du gar kein Equipment bräuchtest. Punkt 3 wäre dann, dass wir minimales Equipment haben, um einfach ein ganzheitliches Training auch zu gewährleisten. Ja? Das heißt, wir brauchen eine Klimmzugstange, das wäre super, und ein paar Ringe. Ja? Wenn du ein paar Ringe hast und die zum Beispiel an einer Decke aufhängen kannst, dann brauchst du nicht mal eine Klimmzugstange, weil dann kannst du Klimmzüge auch an den Ringen machen. Ja? Du kannst sie tiefer hängen, kannst dann dort Dips machen, du kannst Liegestütze in den Ringen machen und alle anderen Übungen, die du normalerweise an der Klimmzugstange machen kannst, kannst du ebenfalls in Ringen machen. Das heißt, eigentlich bräuchtest du nur ein paar Ringe, bist du super flexibel unterwegs, kannst überall trainieren, wo du die Ringe aufhängen kannst. Bedeutet, du kannst auch einfach rausgehen in den Park, kannst die Ringe an einen Ast hängen und da dein Training absolvieren, gar kein Problem. Ja. Wir empfehlen allerdings eine Klimmzugstange und ein paar Ringe, dann bist du super aufgestellt. Du kannst ein ganzheitliches Trainingssystem absolvieren. Wir haben gerade gesagt, eigentlich brauchst du gar kein Equipment. Das stimmt für einen gewissen Teil, aber wie gesagt, um wirklich ganzheitlich zu trainieren, auch vor allem Zugübungen zu machen, das ist immer dann der limitierende Faktor. Wenn man gar kein Equipment hat, braucht man einfach Klimmzüge bzw. eine Klimmzugstange oder ein paar Ringe und dann kannst du da richtig Gas geben. Ja? Genau, dann haben wir Punkt 4. Du brauchst natürlich einen Trainingsplan. Ja? Du musst wenn du jetzt hier stehst, du kannst mit Calisthenics anfangen, egal wie alt, wie groß, wie stark, wie schwach du bist. Ja? Du hast keine Einstiegshürde, weil du kannst also jetzt sofort machen und du hast im Idealfall Ringe oder eine Klimmzugstange zur Verfügung. Und jetzt stehst du da und weißt aber erstmal gar nicht, was du machen sollst. Dementsprechend brauchst du natürlich einen Trainingsplan, der dich von A nach B bringt. Ja? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja? Trainingsplan sollte im Idealfall auf dich angepasst sein. Der sollte dich auf deinem Level abholen, dass du nicht nicht unterfordert bist und sollte dich dann aber auch sehr strukturiert an dein Ziel bringen. Egal, ob das der erste Klimmzug ist, egal, ob das die erste Liegestütz ist, egal, ob es ein Muscle-Up, 10 Klimmzüge, 20 Klimmzüge, ein Handstand oder sonst irgendwas ist, der Trainingsplan sollte dich dahin bringen dass du einfach eine Struktur an der Hand hast, um wirklich von A nach B zu kommen. Ganz, ganz wichtig. Und als 5. Punkt, den wir für dich haben, du solltest auf jeden Fall wissen, wie du die Übungen auszuführen hast. Das heißt, ein Klimmzug, klar, zieht man sich irgendwie nach oben, aber
bei einem Klimmzug spielt so viel Technik mit rein. Dazu haben wir auch schon verschiedene YouTube-Videos hier auf Pull Up and Dip Kanal gemacht. Kannst du dir gerne mal anschauen, ja, wie da die Technik ist für einen Klimmzug zumindest. Aber ein Training beinhaltet ja noch viel, viel, viel mehr Übungen und dementsprechend zu jeder einzelnen Übung solltest du da wirklich wissen, was du da zu tun hast, wie du deine Schulterblätter ansteuerst, wie du die Übungen ausführst, damit du da einfach auf der sicheren Seite bist. Ja? Und im Idealfall hast du sogar jemanden, der dir Feedback dazu gibt, der weiß, worauf zu achten ist und ja, wie du am besten deine Fortschritte erzielst und dementsprechend richtig mit Calisthenics anfängst. Also genau diese 5 Punkte beachten, dann kann nichts mehr schief gehen. Ja? Dann kannst du mit deinem Calisthenics-Training loslegen, kannst wirklich ins Training gehen, Spaß haben, deine Erfolge erzielen und dann wirst du merken, dass Calisthenics eigentlich der geilste Sport der Welt ist. Genau. Wenn du da Hilfe dabei brauchst, schau dir gerne mal die Calisthenics Academy an von Pull Up and Dip. Da kannst du dir Trainingspläne runterladen bzw. nach gewissen Trainingsplänen arbeiten. Du hast auch die Möglichkeit, dir Technikfeedback einzuholen. Das gebe ich dir. Ja, da schauen wir uns dann mal an, was du gerade ausführst. Ja, dann kriegst du Feedback dazu und dann steht deinem Erfolg eigentlich nichts mehr im Wege. Gut, in diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Starten, ja, mit deinem Calisthenics-Sport. Viel Spaß dabei und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, dein Felix. Ciao.